Servus, schön, dass du da bist. Hörst du, wie knusprig es ist? Wahnsinnig knusprig und super lecker. Ein Brot genau für Anfänger, ganz ohne Kneten. Jedoch brauchst du ein wenig Geduld für die Langzeitgare, womit es dann super bekömmlich wird. Und die Krume ist wunderbar leicht und locker. Für dieses perfekte Anfängerbrot brauchen wir auch gar nicht viele Zutaten. Du richtest dir eine Schüssel mit Waage und gibst dort 300 Gramm Weizenmehl Typ 55 hinein. Und dem gefolgt noch 300 Gramm Weizenmehl Typ 1050. Und für den richtigen Geschmack kommen 4 Teelöffel Salz hinein, das entspricht etwa 12 Gramm. An der Stelle könntest du auch verschiedene Gewürze ins Brot geben. Das kannst du also voll und ganz nach deinem Geschmack gestalten. Perfekt passt hier Brotgewürz, aber auch Kümmel. Nun benötigen wir noch 500 Milliliter lauwarmes Wasser und geben dies in ein ausreichend großes Gefäß. Und dort kommt 6 Gramm frische Hefe oder auch 1 Gramm Trockenhefe hinein. Die Hefe wird auf jeden Fall im Wasser aufgelöst. Meine frische Hefe war eingefroren, das geht nämlich ganz problemlos. Deswegen dauert es ein wenig länger. Um dem Brot noch eine tiefere Geschmacksnote zu verleihen, kommt noch ein gehäufter Esslöffel Roggenmehl Typ 997 oder 1150 ins Hefewasser. Das sorgt für eine aromatische Note und unterstützt die Hefegärung. Deswegen rühre das Mehl im Wasser glatt, genauso wie du es bei mir sehen kannst. Dein Gefäß brauchst du nun einfach nur abdecken und lässt es für die nächsten 20 Minuten stehen. Nachdem die Hefe nun einen kleinen Kickstart bekommen hat, du siehst es an der leichten Blasenbildung, kann das Hefewasser auch bereits zum Mehl gegeben werden. Verrühre das Mehl mit dem Hefewasser, bis ein geschmeidiger, gleichmäßiger Teig entsteht. Achte hier nur darauf, dass keine groben Mehlnester mehr vorhanden sind, damit das Brot später auch schön locker und gleichmäßig aufgehen kann. Du brauchst den Teig nun nur noch in deiner Schüssel zusammenzuraffen. Mit einer Frischhaltefolie oder einem Deckel abdecken, sodass der Teig nicht austrocknet. Dann gebe noch ein Tuch darüber und dann darf der Teig für die nächsten 16 bis 18 Stunden fermentieren. Am nächsten Morgen nach inzwischen 18 Stunden ist der Teig wunderbar aufgegangen und riecht herrlich nach frischer Hefe. Schaut euch das an, Wahnsinn! Und ist auch bereit zur weiteren Verarbeitung. Dafür bemähst du dir deine Arbeitsfläche oder deine Backmatte großzügig mit Mehl, verteilst es und wie sollte es anders sein, kann natürlich auch der blasig gewordene Teig da drauf. Du kannst sehen, dass er relativ flüssig ist und auch noch gut am Kleben ist, aber das ändern wir gleich mit wenigen Handgriffen. Du schlägst den Teig mit Hilfe deiner Teigkarte auf jeder Seite ein. Du ziehst und dehnst ihn sozusagen, genauso wie du es bei mir sehen kannst. Wenn der Teig noch zu sehr klebt, bemehl dir deine Fingerchen, schlage ihn dann noch einmal ein, also insgesamt 2-mal pro Seite. Und wenn er dann so schön kompakt ist, wird der Boden unten zugemacht. Räume dann einfach nur noch das überschüssige Mehl auf die Seite, sodass du den Teig beim Einrollen auch Spannung kriegst. Dann kannst du dir auch bereits dein Gärkörbchen nehmen und dieses großzügig mit Mehl bestreuen, so wie du es bei mir sehen kannst. Und zu guter Letzt
kommt der Teigling bäuchlings in das Gärkörbchen hinein. Nun wird er auch noch von oben bemehlt, ein wenig zärtlich eingestreichelt mit dem Mehl. Das kann er schon vertragen. Und dann decke ihn mit Hilfe deines Bäckerleinens für die nächsten 2 Stunden ab. Nach 1,5 Stunden heize ich den Backofen auf 210 Grad inklusive meiner Backform vor. Nachdem der Teig noch 10 Minuten hat und der Backofen fast aufgeheizt ist, gebe ich eine Schüssel mit heißem Wasser in den Backofen hinein, damit das Brot gleich schön unter Dampf in den heißen Backofen kommen kann. Nach insgesamt 2 Stunden hat sich der Teigling bei mir bereits wunderbar verdoppelt. Dann richte dir dein Dauerbackpapier und gebe den Teig mit bemehlten Fingern auch darauf. Manchmal ziert sich der Teigling ein wenig, da braucht man also etwas Geduld, bis er von selbst aus dem Gärkörbchen flutscht. Nun darf es auch etwas schneller gehen. Ich hole meine heiße gusseiserne Pfanne aus dem Backofen und selbstverständlich kommt der Teig samt dem Dauerbackpapier darin. Noch ein wenig glatt streichen und dann darf das Ganze unter Dampf für die nächsten 30 Minuten in den Backofen und die letzten 20 Minuten das Ganze ohne Dampf knusprig ausgebacken werden. Davor kannst du dir noch ein Muster deiner Wahl einschneiden. Ich mache das ganz klassisch mit einem Kreuz. Aber da kannst du deiner eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Und wunderbar wohlig duftend kommt das Brot aus dem Backofen raus und sieht absolut fantastisch aus. Nun füllen wir noch die Klopfprobe durch, denn nur wenn sich's wohl anhört, ist es durch und auch fertig gebacken. Genauso hört sich's perfekt an und nun darf es für die nächsten 2 Stunden auskühlen. Erst dann ist es bereit zum Anschneiden, damit die Feuchtigkeit im Brot bleibt und nicht entweichen kann. Ein Tipp am Rande, der Einschnitt des Kreuzes hätte ruhig bis auf 2 cm durchgeführt werden können, sonst wäre es an der Seite nicht aufgebrochen. Inzwischen ist das Brot ausgekühlt, ist herrlich knusprig und von innen möchte ich es euch natürlich auch noch zeigen. Unglaublich fein und zart von innen, ein absolut perfektes Brot. Genauso wie ich es mag. Nicht viel Aufwand, super lecker, gesünder als jedes gekaufte und mit dem richtigen Mehl auch garantiert ohne Mehlwürmer. Und ich wünsche dir nun viel Freude beim selberbacken, gutes Gelingen. Einen wunderbaren, guten Appetit, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst, viel Zeit.